Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind Yvonne und René in Afrika. Da sind wir nämlich seit Anfang 22 mit unserem Toyota Tembo unterwegs, bevor wir uns den Rest der Welt vornehmen möchten. Im Moment sind wir in Mosambik und erholen uns von den Auswirkungen eines Zyklons und müssen leider auch bald wieder das Land verlassen. Kommt mit und begleitet uns. Endlose Weiten, Daus, Wale, Delfine. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Wale, oder? Wir gehen mal davon aus. Wale. Ich wollte gerade eben erst Wale sagen, deswegen habe ich so ein bisschen... Ein Wal, zwei Wale. Manchmal fehlt es ja. Wir beschäftigen uns ja die ganzen letzten Tage damit, wie so unsere Weiterreise gehen soll. Wir müssen in ungefähr einer Woche, glaube ich, das Land verlassen haben, weil unser Visum ausläuft. Und wir wollen rüber nach Simbabwe. Und jetzt von der Küste Mosambiks rüber nach Simbabwe hatten wir eigentlich eine Piste ausgewählt. Das sind gute 400 oder 500 Kilometer bis an die Grenze von Simbabwe. Und dieser Track galt jetzt laut letzten Informationen erstmal als unbefahrbar wegen den ganzen Regenfällen. Und dem wollte ich natürlich nicht ganz so trauen. Deswegen habe ich jetzt mal unsere neuen südafrikanischen Freunde Clement und Judy angesprochen. Und der kennt natürlich jemanden, der an dieser Strecke wohnt und lebt. Und Natürlich. Selbstverständlich. Und der meinte schon, dass es machbar wäre. Ja, es gäbe viele Wasserlöcher und Schlamm, aber so nach den ersten 100 Kilometern soll es tendenziell besser werden. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir deswegen dann wohl auch diese Route fahren. Und dann fahren wir nämlich ganz unten im Süden, im Dreiländereck Südafrika, Mosambik und Simbabwe, fahren wir dann nach Simbabwe rein. Und wir müssen nicht die löchrige Asphaltstraße fahren, die normalerweise von hier ein bisschen nach Norden und dann rüber nach Westen führt. Und außerdem ist ja für mich immer so ein Track ein bisschen mehr Adventure. Das bedeutet für mich nochmal ganz besonders die Ruhe, Erholung und Schönheit des Ortes in mich aufsaugen, damit dann die Gelassenheit für Renés Adventure-Liebe immer schön lange anhält. Wir genießen das Treiben vor uns, beobachten die lokalen Fischer, besonders deren Ausrüstung. Schaut euch das nochmal an, das war ein Plastiksegel und die fahren da echt weit raus. Der Fang wird an Land gebracht, wo sich bereits diverse Leute aus der Umgebung versammelt haben. Der Rochen wird ein illegaler Fang gewesen sein, denn er wird besonders schnell weggebracht. Auch unser Fischverkäufer vom letzten Mal sondiert den Fang und packt sich seine Kiste auf dem Moped wieder schön voll. Da hinten hat ein Boot angelegt, ein Fischerboot, eine Dau, da schwimmt sie noch im Wasser und dann haben sie irgendwelche Fische da jetzt rausgeholt. Und hier ist große Kamerashow. Ich gehe mal mit meiner Kleinen jetzt da vorne hin. Da wird die Dau gehalten. Und hier gucken wir uns mal, was wir für Fische haben. Und da hinten kommt die Dame auch schon an. Ah, mit der Harpune. We still have fish. We're full of fish. Wow. Unser kleines Paradise am Strand hier. Immer schön, da kann man was sehen, wenn man halt eben freie Sicht auf den Strand hat. Da passiert immer mal was. Und hier passiert unsere Auffahrt, unser Gang zu unserem Camp. Während wir hier so schön am Indischen Ozean sitzen, mal ein paar Fakten zu diesem Land, in dem wir uns gerade befinden. Mosambik hat 32 Millionen Einwohner, das bedeutet 40 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist lächerlich wenig. Getrennt von der Straße von Mosambik, das ist aber das Wasser, ist Madagaskar da hinten dran. Das ist da, wo der Pfeffer herkommt. Da gibt es ja, glaube ich, ein Kinderlied von. Da, wo der Pfeffer wächst. Da, wo der Pfeffer wächst. Ansonsten wird das eingegrenzt hier
rundherum von Südafrika Eswatini an der südlichen Seite. Danach kommt Botswana an der westlichen Seite und im Norden kommen dann nochmal Sambia, Malawi und Tansania. Ich glaube, somit müsste ich jetzt alle angrenzenden Länder mal gehabt haben. Allabendliche Prozedur. Man cremt sich ein, man sprüht sich ein mit Anti-Mossi-Schutz. Weil jetzt ist die Zeit, es schmeckt nicht lecker, jetzt ist die Zeit, wo die kleinen Stinker anfangen zu beißen. Aber wir haben Glück, hier weht ein bisschen Wind, da ist es nicht so schlimm. Wir haben uns jetzt doch entschieden, wir haben noch Fisch im Kühlschrank, aber den lassen wir da jetzt mal. Den machen wir vielleicht morgen, vielleicht, wenn er noch gut ist. Wir gehen jetzt doch noch mal. Heute Abend ist unser letzter Abend hier in Hasoro. Und unsere holländischen Nachbarn hinter uns sind schon losgezogen zum Essen. Wir begleiten sie dann doch. Kurze Zeit später genießen wir da doch noch unseren Fisch, denn das Restaurant ist absolut unsexy und uns keinen Cent wert. Dann doch lieber selbst kochen, da schmeckt's und wir haben eine schöne Umgebung. Es geht darum, dass wir jetzt weiterreisen. Welche Richtung werden wir einschlagen? Wir müssen Richtung Simbabwe fahren. Unser Visum läuft jetzt aus. Und die Richtung geht entweder Richtung Süden. Das heißt 500 Kilometer Piste, Schlamm, Sand, Ungewissheit, enden aber in einem Nationalpark mit Tieren und fahren dann in Simbabwe selbst nach Norden im Zickzack. Oder fahren wir Richtung Norden, eine nicht Piste, sondern Asphaltstraße mit ganz vielen Schlaglöchern, wo sich Leute ihre Autos schon echt kaputt gefahren haben, weil man sieht sie nicht, wenn sie voller Wasserlöcher zum Beispiel sind. Es regnet ja immer mal wieder. Und deswegen, seit 3 Tagen haben wir diese Entscheidung, machen wir hinher auch. Rechts, links, zack, zuck, hin, rechts. Und wir haben jetzt Hier ist Yvonne's Voting. Zettel geschrieben. Ich war aber nur gerade noch mal weg. Vielleicht hat das ja umgeschrieben. Nein, ich habe nicht reingeguckt. Hast auch nicht reingeguckt. Also jetzt fülle Also ich es meinen geht- Zettel aus. Es geht rechts, links oder Norden, Süden. Beides ist zulässig. So, was haben wir hier? Ich könnte wetten, was mein Mann da reingemacht hat. Das war mir doch klar. Ich Okay. sag rechts, der Also- René sagt Süden. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt ist Yvonne- immer noch Remis. Yvonne möchte löchriges Asphaltband nach Norden fahren. Ich möchte schlüpfrige Piste nach Süden fahren. Meine Begründung, nach den furchtbaren Asphalt zu fahren, ist, dass wir dann an einer Stadt gleich kommen, wenn wir in Simbabwe einreisen und uns dort mit medialen Ausrüstungen wieder voll gleich equippen können. Das ist so meine einzige, eine SIM-Karte. Damit sie ist Internet-dattelsüchtig. Nein, ich bin kontaktsüchtig Das nach kann doch meiner nicht- Familie. Es kann nicht sein, dass wir uns davon abhängig machen. Deswegen fahren wir nach links in den Süden. Also wenn das die einzige Argumentation Ja, es ist. ist meine einzige Argumentation. Unsere holländischen Nachbarn haben gerade ihren Motor gestartet. Das heißt, es wird langsam doch ernst. Die fahren jetzt weiter auf jeden Fall Richtung Asphaltstraße und werden wie heißt der Grenzposten? Mutare. In Mutare nach Simbabwe einreisen. Also unsere Wege werden sich sicherlich noch mal kreuzen. Aber wir sind ja immer noch nicht in unserer Entscheidung weitergekommen. Doch, Rechts Süden. oder links sind wir doch. Also gut, dann bleiben wir bei Süden und werden halt von Wasser und Brot leben. Ist halt so. Süden wird die abenteuerlichere Strecke, deswegen wählen wir die. Na ganz klar, Abenteuer, Schlamm, Wasserlöcher. Guck, Nadja sagt auch Bye-bye zum Indischen Ozean. Das müssen wir jetzt auch gleich tun. Unsere Bremsen sitzen wieder fest. Kennt ihr diesen Wasserzustand? Tank war leer, Pumpe leer gepumpt und jetzt hat man wieder Wasser drinnen. Das ist wie so eine Neubefüllung nach so einer Winterpause oder irgendwas, dass die Pumpe einfach kein Wasser zieht. Habe ich regelmäßig diese Problematik, dann sauge ich am Hahn, das ist egal in welchem Auto passiert mir das. Es geht mir auf den Sender. Jetzt müsste ich für den ganzen Staukasten leer machen, um die Pumpe dran zu kommen. Eigentlich wollten wir nur kurz Wasser auffüllen und losfahren. Könnten Sie mal weitermachen hier?
ganze Kram wieder rausräumen. Jetzt bin ich erstmal umgeparkt, dass wir es irgendwo sinnvoll abstellen können, weil dann das wieder auf dem Boden steht. Dann habe ich die Ameisen wieder drin, die ich gerade rausgekehrt habe. Das ist schon etwas ermürbend. Sehr mürbend. So, mal wieder in die Katakomben. Ich habe ja immer Angst, dass dann so ein Wasserschaden daraus entstanden ist. Nee, Wasserschaden ist das nicht. Sondern Das ist einfach nur, dass die Pumpe nicht ansaugt. wie der Anlasser. Wieder Wir hatten früher jahrelang immer Probleme mit unserem Anlasser. Immer. Jeder, der uns kannte, hat immer gelacht, wenn wir angekommen sind. Entweder ging das Auto nicht aus oder es ging nicht an. Egal welches Auto. Im Moment begleiten uns die Wasserpumpen. Was machst du denn jetzt? Jetzt gucke ich mal, hier ist die Saugleitung. Jetzt versuche ich mal in die Saugleitung reinzublasen, quasi mal in die Saugleitung zu spucken, dass die Pumpe, ein bisschen Wasser wird ja hoffentlich hier drin stehen. Dann habe ich mal Angst, sowas jetzt abzumachen. Das seit 100 Jahren da dran, dann reißt hier irgendwas kaputt. Ein flutetes Auto. Ja, aber es tut jetzt ja noch weh. Nee, das ist noch nicht wehgetan. Keine scharfkantigen Teile drumherum, danach bluten das die Finger. So, und hier ist furztrocken. Wir füllen jetzt Wasser da rein, das ist nämlich der alte Trick, und schmeißen dabei die Pumpe an. Jetzt habe ich mir mal eine Flasche geholt, die fülle ich jetzt mit Wasser, und dann kann ich das Wasser nämlich da oben reinkippen und dann kann die Pumpe ansaugen. Das ist wie so mit den Brunnen, mit diesen Handpumpen. Da hat man oben auch immer Wasser reingekippt. Oder macht man heute wahrscheinlich sogar noch so, damit die ansaugen können. Und deswegen beschummeln wir jetzt mal diese Pumpe. An! Eben springt sie an. Aber freiwillig Ja. will sie nicht. Ich muss schon Druck hinten dran blasen. Das kam aus dem Mund. Boah, das gibt's doch nicht. Was hat die denn für ein Problem hier, die Kleine? Dass die Pumpe kaputt ist. Die Pumpen halten 100 Jahre, habe ich gerade neulich erst wieder irgendeinem erzählt. Die Dinger gehen eigentlich nicht kaputt. Das gibt's doch nicht hier. Sackzement. Ich würde jetzt den... Aber die hat einwandfrei die ganze Zeit gearbeitet. Es gibt keinen Grund, dass jetzt plötzlich der Vorfilter zu sein sollte. Ich will das nicht. Ich will einfach nur fahren. Was ist denn das? Hier Eier von irgendeiner Scheiße. Genau, irgendwelche Eier. Na, super. Ameisen, Spinnen, Fliegeneier. Hier kriege ich das eine Scheißvieh rum. Ne, Tropen sind schön. Da lebt halt alles, nur die Wasserpumpe nicht. Was ist das? Das ist ein Teil von dem Vorfilter, der sich hier leichtfertiger öffnet, als ich es vorgehabt habe. Vielleicht hat sie darüber auch Luft gezogen. Das besteht nämlich auch noch, diese Möglichkeit. Aber wenn wir es jetzt schon draußen haben, dann können wir dabei auch gleichzeitig mal den Filter sauber machen. Und das sprotzelt jetzt nicht irgendwie Wasser gleich raus. 35 Jahre Wohnmobiltechnik und ich habe keine Ahnung. Ein bisschen Wasser kann da immer rausspritzeln, aber nicht so viel. Es war ja keins drin. So, aber guck, der ist auch überhaupt nicht richtig dreckig. Der ist völlig entspannt, dieser Filter. Das ist nicht das Problem. Oh, denken, was ist richtig, was ist falsch. Hola. Hola. Ich soll wieder weiter dokumentieren. Da geht's wieder an jetzt. Passiert nichts. Du musst eigentlich jetzt, steht sie unter Wasser. Ich habe gerade gar keine Lust, den Schlauch hier abzuziehen, weil das sind 10er Schläuche mit einem 10er Innendurchmesser und der Anschluss ist ein 12er. Das war schon ein riesen Gefuddel, diesen Schlauch da überhaupt einigermaßen drauf zu kriegen. Warum willst du ihn denn da abmachen? Das Dann- ist ja der Vorfilter.
damit ich jetzt hier einmal saugen kann und sehen, ob die Pumpe überhaupt wirklich arbeitet. Ich gehe schon mal die nächste Nacht bezahlen. Ne, wir müssen irgendwann weiter, egal ob die Pumpe geht oder nicht, weil unser Visum ausläuft und wir ja quasi fahren müssen. Ich sag mal, der Vorteil ist, dass ja unser Auto auch tatsächlich ohne die Wasserpumpe fährt. Auch wenn die Frau das nicht gerne hört. Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich vorne in den chinesischen Supermarkt und kaufe halt ganz viele Trinkflaschen. Wir brauchen halt Wasser zum Trinken. Und ich kriege gerade kein Wasser zum Trinken aus meiner Filteranlage. Da ist viel Druck drauf. Dann ist der Katadynfilter dicht wie Stier. Halt mal kurz hier den Schlauch. Aha. Hat dir wehgetan. Er hat sich Das hat es wehgetan. aber auch noch nicht gegeben, dass der so zu ist, dass da nichts mehr geht. Was haben wir da reingetankt? Ja, vor allem jetzt ist so viel Druck auf dem Ding drauf, deswegen kriege ich den gar nicht abgeschraubt jetzt. Das sieht doch nicht schlimm aus. Das gibt jetzt... Ich frage mich, ob der hier vielleicht defekt ist und der kein Wasser mehr durchlässt, dass deswegen ein Druck entstanden ist. Deswegen habe ich jetzt mal einen Bypass gelegt. So schnell, Und einfach mal so. jetzt können wir mal versuchen, was jetzt passiert. Und die springt an, die Sau. Und jetzt kannst du mal drinnen kurz gucken, ob Wasser fließt, weil dann wissen wir, dass das Übel irgendwo hier wohnt, in dem Bereich. Und wie es läuft. Das ist echt ein Phänomen. Es funktionierte alles einwandfrei, bis der Tank leer war und sie Luft gezogen hat. Und jetzt soll dieses blöde Ausgleichsgefäß kaputt sein. Ne? Das werden wir als nächstes mal zerlegen. Weil jetzt ist halt unser Katadynfilter gerade nicht dazwischen geklemmt, aber das kriegen wir auch noch hin. Das heißt, jetzt mache ich kein Trinkwasser. Es läuft wieder. Hilfe. Das ist schwierig, mit einer Hand zu filmen und unser Wasserhahn zu betätigen, weil ich kann die Flaschen nicht gerade drunter stellen und muss das immer halten. Und hier vorne die Löcher eigentlich zudrücken. Aber es läuft wieder. Ich habe so einen Held als Mann. Da ist mein Held. Er ist mein Held. Er kann alles reparieren. Ich bin stolz auf ihn. Ich bin der Wassermann. So, was war jetzt eigentlich das zentrale Problem? Das ist ja wahrscheinlich das, was manche einen interessiert. Generell. Manchesnissen. Ja, kam halt kein Wasser mehr an und wie wir vorher schon mal festgestellt haben, war ein unglaublicher Druck hier auf dem ganzen System. So, dass er sich verletzt hat. Und Ich bringe ihn so gerne aus ich der... wollte gerade sagen, das hat mit dem Thema nichts zu tun. Kleine Verletzungen gehören zum Schrauben dazu. Wer das nicht bereit ist, in Kauf zu nehmen, der sollte erst gar nicht schrauben. Ich mag es aber einfach gerne, ihn so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Also mein Herz, was ist passiert? Wir wollen doch eine fachlich-sachliche Dokumentation hier leisten. Selbstverständlich. So, hier ist meine Wasserpumpe. Aus der Wasserpumpe geht es raus in einen, ich sag mal, grob Vorfilter und danach geht es hier in mein Katadyn-Keramikelement. Und danach geht es quasi in ein Ausgleichsgefäß und danach geht es ins Wassersystem. Jetzt war aus irgendeinem Grunde das Problem, dass dieses Ausgleichsgefäß, das hat irgendwie blockiert. Wie genau, kann ich gar nicht sagen. Das Schweinchen hier. Ich habe es ja jetzt noch nicht mehr auseinandergenommen. Ich habe ja im Prinzip nur festgestellt, wo das Problem wohnt, habe es lokalisiert Und repariert. Naja, das Ding hat hier oben einen Lüftungsnippel, den habe ich mal kurz betätigt, aber das war auch alles. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt wieder. So, hätte es jetzt nicht funktioniert, dann hätte ich dieses Ausgleichsgefäß als nächstes zerlegt oder auch erstmal irgendwie mit einem Bypass versehen, dass das nicht mehr in der Leitung drinnen ist. Aber in Wahrheit viel Geschiss und im Endeffekt nichts. Also richtig repariert habe ich nichts, alles mal zerlegt, so wie ich es meistens mache, wieder zusammengebaut und es geht wieder. Hauptsache es funktioniert. Genau, also in Wahrheit können tue ich nämlich nichts. Oh, der ist immer so bescheiden. Der kann ganz Nee, ich viel. will nur nicht, dass jemand ist aber denkt, ich hätte Quatsch.
Doch, der kann ganz viel, weil er repariert einfach ganz viel. Fertig. Ja, was nur, weil ich analytisch vorgehe. Ah, ja. Und zum Glück hat er keine Excel-Tabelle jetzt dafür aufgeschrieben. So, dann gehe ich jetzt mal weiter rein, mein Wasser füllen und der René packt zusammen hier draußen wieder alles ordentlich in die Staukiste. Und dann kann es endlich losgehen. Es ist ja schon irgendwie bald wieder 11 Uhr, bis wir auf die Gas kommen. Und das musste jetzt mal ungeschnitten, musste mal mein ganzes technisches Gelaber da auch mal rauslassen. Sonst gibt es danach wieder Beschwerden, dass keiner weiß, was wir hier eigentlich tun. Ich mach's mein Herz bestimmt, aber bis das zum Schneiden kommt, dauert's. Bis dahin habe ich es vielleicht wieder vergessen. Ups. Nein, habe ich nicht. Das war wirklich fast ungekürzt. Jetzt könnt ihr eure Meinung kundtun. Vollversion meines persönlichen Mechanikers oder mitunter gekürzte schnellere Versionen von mir, Technikmuffel. Bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Und jetzt genießen wir einfach nochmal diese letzten Eindrücke von Inhassoro. So, jetzt können wir mal einsteigen. Jetzt machen wir noch mal einen Test, weil unsere Batterie ist ja auch noch unser Problemfall. Jetzt versuche ich mal zu orgeln. Aua. Die Batterie ist tot, in Wahrheit. Manchmal könnte das Leben auch einfach sein, aber ich meine, wie sage ich immer, einfach kann ja jeder. Oh, ich will das gar nicht. Oh, Schätzchen. Ah, der braucht einen Moment vorher leer genudelt. Ich muss ihm etwas Zeit lassen, wenn ich ihn überbrücke. Was heißt denn überbrücken in dem Falle? Jetzt von der hinteren Wohnbatterie Genau, nach ich benutze jetzt die Wohnraumbatterien mit. Die Frage ist halt, ich glaube langsam nicht mehr daran, dass sich unsere Starterbatterie regeneriert. Und deswegen müssten wir uns eine neue Batterie kaufen. Oh, wie hässlich. Die ist erst ein halbes Jahr alt. 2 Stunden später schaffen wir es tatsächlich jetzt durch dieses Tor. Goodies Village, bye bye. Thema Batterie ist halt die Frage, was für eine Dringlichkeit geben wir dem Problem. Wir wollen jetzt 500 Kilometer Buschpiste im Alleingang wieder fahren mit Schlamm und Wasser und was weiß ich alles. Deswegen ist die Frage, versuchen wir jetzt hier eine Batterie schon zu zocken. Also ich gehe davon aus, dass wir das auch hinkriegen würden mit der Batterie. Bis jetzt geht es ja auch noch die ganze Zeit. Aber ja, vielleicht sollten wir hier mal gucken, ob wir hier eine Batterie kaufen jetzt. Ich möchte nicht wissen, wie alt so eine Batterie ist, die du hier kaufst. Wahrscheinlich ist sie im Zustand wie unsere auch. Hier werden keine frisch neu gelagerten Batterien rumliegen, wie beim Simon Windhoek. Wir könnten auch einmal den Überbrückungstest machen, wie easy ich mit einer anderen Batterie von uns mit dem Kabel überbrücken kann. Wenn das locker funktioniert, dann wäre ich, glaube ich, entspannt. Jetzt hat er zwar im Schatten geparkt, weil er will nicht, dass die Solaranlage läuft, aber jetzt ist hier Matsch. Ach, Geschiss, da gewöhnen wir uns dran. Ach, wie bitte? Ach, Geschiss, da gewöhnen wir uns dran. Ach nee, so ein Ärgernis ist hier schlammig. Egal. Plan ist jetzt, ich will einmal noch mal probieren, ob ich mit dem händischen Überbrückungskabel unsere Batterien überbrücken kann, um den Wagen vollständig zu starten, auch wenn die Starterbatterie mal nicht mehr so richtig geht. Ich habe gerade die Batterie mal leer genudelt kurz und jetzt gehe ich beim Überbrückungskabel ran an den Start und gucke, wie viel Bums ich produzieren kann. Weil noch sind wir hier voll in der Zivilisation. Und deswegen können wir hier noch ein paar Experimente machen, die wir danach nicht mehr machen können. Aber ein bisschen nerven tut mich das schon jetzt.
Das klang nicht gut. Ich würde sagen, Experiment gescheitert. Ich hab ihn lieb. Mit Experimenten stehen bleiben. Na, besser hier als woanders, deswegen machen wir das hier. Ah, Sack Zement hier. Ich will nach Hause zu meiner Mama. Hip hip hooray! Das größte Wasserloch hat's noch geschafft! Aber ich glaube, die Würfel sind gefallen. Wir fahren nach rechts! Wir werden nach rechts, aber wir brauchen eine neue Batterie. Mit der Batterie, das Ding ist tot. Und ich habe jetzt, glaube ich, keine Lust, hier in dem Dorf hier in Hasoro eine Batterie zu kaufen, weil die ist wahrscheinlich genauso schlecht wie die ich habe. Und wir brauchen irgendwo einen größeren Ort, wo es eine Batteriebude gibt. Ist auch egal, wir brauchen sie. Und deswegen fahren wir jetzt scheiß Asphalt. Wir fahren jetzt nicht so schönen Asphalt, Entschuldigung. Jetzt haben wir hier gerade für 240 € getankt. Guck mal weg, wo er seinen PIN eingibt. Wir müssen bezahlen. Connectar. Eben hat schon mal nicht funktioniert. Ah, approved. So we are happy. Jetzt wird's interessant. Hier ist ein Ersatzteilladen an der Hauptstraße. Und da stehen tatsächlich Batterien und es sieht aus wie ein ordentlicher Laden. Aber scheinbar haben sie nicht die richtige Größe da. Das war jetzt ein Satz mit X. 180 € hätte die gekostet und hätte noch nicht mal die richtige Größe gehabt. Deswegen haben wir gesagt, machen wir es nicht, also fahren wir doch rechts hoch. Furchtbare Asphaltstraße. Damit ihr euch eine eigene Vorstellung machen könnt, laufen schon mal ein paar Szenen, wie es nächste Woche weitergeht. Time goes by und es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen, dass ihr auch dieses Mal mit dabei wart an diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder mit ein, wenn wir unter anderem einen Transporter vorm Umkippen bewahren. Wir sagen Tschüss und Bye-bye, bis nächste Woche.